Um zu wissen, wie gut etwas ist, sollte man vielleicht öfter mal in die Vergangenheit gehen und schauen, wie es damals war. Willkommen in der Noppenköstchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute geht es 7 Jahre zurück in die Vergangenheit. 2018 hat Kobi das Sonder-Kfz 164 Nashorn schon mal auf den Markt gebracht. 2025 dann ja neu als Limited Edition. Wir sprechen über das Set von damals, das Set 2517 und schauen uns an, was dieses Set damals schon konnte, damit wir die Limited Edition von heute vielleicht besser zu schätzen wissen. Aus 2018, aus der Historical Collection World War II, natürlich von Kobi mit der Setnummer 2517. 580 Steinchen schwer mit zwei Minifiguren, das Sonder-Kfz 164 Nashorn. Dieses Set ist genauso eine Anlehnung an ein Tamiya-Modell wie die aktuelle Limited Edition aus Oktober-November 2025, die 2662, die ja auch ein Sonder-Kfz 164 Nashorn ist. Kobi hat damals dieses schöne Grün gehabt mit diesen Metallnieten und hat hier zwei weitere Sets versteckt. Einmal die Focke-Wulf und einmal hier die Cobra. Schönes Set, aber hier unser Nashorn mit dem roten Herz und diesen zwei Minifiguren. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir, dass das Fahrzeug 28 cm lang und 11,5 cm hoch wird. Natürlich können wir das Geschütz verstellen. Wir können es hinten aufklappen. Wir haben schöne Drucke hier mit der Munition und ein Originalfoto. Fakten bekommt ihr gleich und hier wird auf das Kartengame hingewiesen. Ich kann euch sagen, dieses Set habe ich gebraucht gekauft, habe es für euch aber in die Bauabschnittstüten, das werdet ihr gleich sehen, zurücksortiert. Die Karte hatte ich nicht dabei. Meine Empfehlung, wenn ihr bei Kleinanzeigen oder wo immer ihr auch Sachen kauft, etwas kauft, fragt wirklich, ob es komplett ist. Ich habe das natürlich gefragt, habe das Set aber dann gekauft und lange ins Regal gelegt. Naja, und nach einer gewissen Zeit hat man dann natürlich irgendwie keinen Anspruch mehr darauf, da etwas nachzufordern. Ich lasse den Karton jetzt hier nicht fliegen wie sonst üblich. Ich mache ihn aber auf, damit ihr seht ganz normal, was sich drinne verbirgt und dass ich die Bautüten, so wie es im Original mal war, sortiert habe nach den Bauabschnittstüten. Da ist die Anleitung und da seht ihr, der Karton ist sonst leer, keine weitere Karte drin. Und hier haben wir eine Tüte 1, eine Tüte 2, eine Tüte 3. Hier können wir natürlich jetzt nicht mehr gucken, wie groß sie im Original waren. Und die Bauanleitung hier mit Klammern zusammengehalten, DIN A4. Einen leichten Knick liegt halt schon länger im Karton. Altersempfehlung ab 7 Jahren. Wir haben unsere traurige Zwiebel. Wie gesagt, 3 Tüten. Hier bei mir semi gefüllt. Natürlich hier hauptsächlich im Beige bzw. im Tan, in Schwarz und in Grün. Wir sehen auch hier schon, wir haben diese alte, wie damals üblich, Kastenbauweise mit dem schwarzen Kasten, wo wir dran dann die Achsplates mit den Steinen anbringen werden. Da sehen wir auch Tüte 1, mit der fangen wir an. Wir haben hier ein paar Plates, die sind natürlich in der Tüte hier mit versteckt und dann bauen wir drauf los. Damals wie heute bei Kobi immer der aktuelle Baustep, der farbliche, Pfeile weisen den Weg und die Legende hier ist genauso wie heute wichtig, auch damals gewesen, damit man weiß, welchen Slope hier in diesem Fall man benutzen soll. Und fertig sind wir dann. Übrigens auch hier damals schon die Anlegehilfen, dass man Noppen nicht zählen braucht. Wenn wir den Baustep, da wollten wir dran stehen bleiben, wann sind wir fertig, den Baustep 77 gebaut haben, wenn wir hier die Kanone, das Gefechtslicht und die Abschützung für die Kanone auf das Fahrzeug bauen. Hinten immer sehr interessant, nämlich hier Werbung aus der guten alten Zeit. Dieses Set habe ich euch schon mal vorgestellt, aber die Hummel wird ja auch interessant, denn sie ist bei Kobi gerade aktuell erhältlich. Ein paar Figurenpacks, wo mir noch einige fehlen und der Rudy fehlt mir auf jeden Fall noch.
Wenn euch Kobis jetzt interessieren, schaut mal gerne hier oben auf dem i, da findet ihr meine Kobi-Playlist. Da werden wir dann sicherlich das ein oder andere interessante Set noch finden, beziehungsweise könnt ihr da schon mal nachschauen. Ich baue jetzt hier das Nashorn, natürlich kriegt ihr wieder interessante Fakten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute geht's um ein echtes Kaliber unter den Panzerjägern des Zweiten Weltkriegs. Die 8,8 cm Pak 43-1 Auffahrgestell Panzerkampfwagen 3 bzw. 4 Selbstfahrerfette, das Sonder-Kfz 164, besser bekannt als Nashorn oder ursprünglich Hornisse. Ein Fahrzeug, das zwar dünn gepanzert war, aber durch seine gewaltige Feuerkraft weit über seine Gewichtsklasse hinausschlug. Als im Jahr 1942 die Wehrmacht an der Ostfront auf die schwer gepanzerten sowjetischen Panzer T-34 und KW-1 traf, zeigte sich schnell, dass die bisherigen deutschen Panzerjäger nicht mehr ausreichten. Es musste ein Fahrzeug her, das auf große Distanz schwere Panzer bekämpfen konnte. Die Lösung kam in Form einer improvisierten, aber tödlichen, effektiven Konstruktion. Der Hornisse, später bekannt als Nashorn. Gebaut wurde das Sonder-Kfz 164 ab Januar 1943. Grundlage war ein Hybrid-Fahrgestell, das Komponenten des Panzer III und Panzer IV kombinierte. Der Hersteller war die Firma Altmärkische Kettenwerke GmbH, die man auch als Alket kennt, in Berlin-Tegel zusammen mit den Deutschen Eisenwerke. Das Herzstück des Nashorn war seine Kanone, die 8,8 cm Pak 43-1 L71, das ist das Kaliber. Dieselbe Waffe, die später im Tiger II und im Jagdpanther Verwendung fand. Diese Kanone war zu ihrer Zeit eine der stärksten Panzerabwehrwaffen der Welt und konnte einen T-34 und sogar einen schweren IS-2 auf über 2000 Metern Entfernung durchschlagen. Das Fahrzeug selbst war allerdings nur leicht gepanzert. Die Frontpanzerung betrug 30 mm, an den Seiten und am Heck waren es gerade einmal 10 mm. Russische Panzerbüchsen konnten diese leicht durchschießen. Auch das Dach fehlte komplett. Die Besatzung war nach oben hin offen, was sie gegen Artillerie, Granatsplitter und Flugzeuge sehr verwundbar machte. Angetrieben wurde das Nashorn von einem Maybach HL 120 TRM Motor, einem 12-Zylinder-Benziner mit 300 PS, der das rund 24 Tonnen schwere Fahrzeug auf bis zu 40 Kilometern pro Stunde brachte. Die Reichweite lag bei etwa 260 Kilometern auf der Straße und 130 Kilometern im Gelände. Die Besatzung bestand aus 5 Mann, Fahrer, Funker, Richtschütze, Ladeschütze und Kommandanten. Aufgrund des offenen Ausbaus war der Arbeitsplatz vergleichsweise geräumig und die Sicht auf das Gefechtsfeld war gut, ideal für den Hinterhalt, aber fatal im Nahkampf. Zwischen 1943 und 1945 wurden etwa 494 Fahrzeuge produziert. Ursprünglich nannte man das Fahrzeug Hornisse, doch ab 1944 wurde der Name offiziell von Adolf Hitler gefordert in Nashorn geändert. Vermutlich um der zunehmenden Zahl von Tiernamen für Panzerjäger zu folgen, wie Elefant oder den Jagdpanther. Taktisch wurde das Nashorn meist in schweren Panzerabteilungen eingesetzt, insbesondere an der Ostfront, aber auch in Italien und später in Westeuropa. Seine Stärke lag im Fernkampf. Aus gut getarnten Stellungen konnte es gegnerische Panzer vernichten, lange bevor diese überhaupt in Reichweite kamen. Der hohe Aufbau war aber sehr gefährlich. Taktische Deckungskämpfe wie mit Sturmgeschützen war mit dem Nashorn nicht möglich. Bekannt wurde das Fahrzeug unter anderem durch den Einsatz in der Schlacht von Kursk im Sommer 1943, wo die Nashörner der 653. und 654. schweren Panzerjägerabteilung große Erfolge erzielten. Sie nutzten ihre Reichweite und Präzision, um sowjetische Panzereien zu dezimieren. Allerdings immer mit der Gefahr, im Nahkampf schnell ausgeschaltet zu werden. Trotz seiner Schwäche wurde das Nashorn bei erfahrenen Besatzungen sehr geschätzt. Seine 8,8 cm Kanone machte es zu einem gefährlichen Gegner, selbst für modernste alliierte Panzer.
Während der Kämpfe um Vitebsk zum Beispiel im Dezember 1943 schoss ein Nashorn unter Hauptmann Albert Ernst an einem Tag 14 sowjetische Panzer ab. Im März 1945 gelang es einem Nashorn, einen der neuartigen schweren US-Panzer vom Typ M26 Pershing auszuschalten. Allerdings konnte es mit zunehmender Luftüberlegenheit der Alliierten kaum noch effektiv operieren. Ich erwähnte das nach oben ungeschützte Fahrzeug. Nach dem Krieg blieben nur wenig Exemplare erhalten. Heute sind noch etwa 10 Nashörner weltweit in Museen zu sehen, unter anderem im Panzermuseum Munster, in Kubinka, im Tankmuseum der US Ordnance Army in Aberdeen und in einigen privaten Sammlungen. Fassen wir nochmal ganz kurz die wichtigen Daten zusammen, denn Kobis Angaben waren ja etwas spärlich. Der Name war Sonder-Kfz 164 Nashorn bzw. Hornisse. Hersteller Alket und die Deutschen Eisenwerke. Produktionszeitraum von 1943 bis 1945, produziert etwa 494 Stück, Quellen variieren. Gewicht rund 24 Tonnen. Motor kam von Maybach HL 120 TRM, 12 Zylinder mit 300 PS. Höchstgeschwindigkeit ca. 400 km/h, Reichweite auf der Straße bei 260 Kilometern, im Gelände bei 130 Kilometern, Panzerung zwischen 10 und 30 mm, je nach der Art. Bewaffnung die 8,8 cm Pack 43 Schräger 1 im Kaliber L71, Besatzung 5 Mann. Damit war das Sonder-Kfz 164 Nashorn ein echtes Paradebeispiel abschließend für die deutsche Ingenieurskunst. Schnell improvisiert, aber effektiv wie viele Kampffahrzeuge in der Zeit. Ein Panzerjäger, der trotz seiner dünnen Panzerung durch pure Feuerkraft beeindruckte. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert für mehr historische Klemmbaufakten und natürlich auch für die Klemmbaustein-Reviews. Nach 1 Stunde und 20 Minuten Bauzeit steht die Version des Sonder-Kfz 164 der Hornisse bzw. des Nashorns aus 2018 hier auf meinem Bautisch. Die markante Version mit dem roten Herz. Das rote Herz hat mich bei der historischen Suche etwas auf eine falsche Fährte geführt, denn die 320. Infanteriedivision hatte wohl ein rotes Herz, aber bei diesem Fahrzeug handelt es sich wohl um ein Fahrzeug der Panzerjägerabteilung 88, die in der Ukraine bzw. in Weißrussland gekämpft hat. Und wie immer hat Kobi sich hier bei Plastikmodellbausätzen bedient eines großen asiatischen Herstellers. Wichtig für mich ja hier war, ich habe es euch gesagt, wir wollen ja ein bisschen schauen, was haben wir denn hier an der Limited Edition, an der 2662, was wir hier ableiten können, was war besser, was war schlechter. Wir sehen gleich, der Maßstab ist hier natürlich etwas, was wir nicht vergleichen können. Ich habe es jetzt einfach mal im Maßstab 1:28 gelassen, aber wir sehen gleich, dass dieses Fahrzeug hier kleiner ist, einen gedrungeneren Aufbau hat, fast eher so wie ja eine Hummel daherkommt, aber das war damals so bei Kobi. Fangen wir an mit dem, was ja so Standard ist, was wir über haben. Ein paar C-Clamps, ein paar Kettenelemente und auch hier sogar einen durchsichtigen 1x1er Round Plate in Trans Clear. Ein paar Steinchen, die man über hat, sind immer gut. Die Anleitung ließ sich super gut lesen, super gut wegbauen. Ich mag dieses alte Design mit diesem Tarnmuster und hier dann den Infos gleich oben drauf. Es gab wirklich nichts auszusetzen. Es war der typische Bau von Kobi. Hier unten der schwarze Kasten der damaligen Zeit, wo wir das Fahrwerk gebaut haben und dann die Schrägen hier mit Hinge-Elementen draufgesetzt. Also wirklich richtig easy peasy. Und natürlich haben wir damals auch etwas mehr rudimentäre Bautechniken gehabt, als wir das heute haben. Schön ja immer die Werbung, habe ich euch gesagt. Und ja, schade, dass mir hier die Karte fehlt. Wie immer, wenn ihr Karten habt, wenn ihr alte Anleitungen habt, wenn ihr Kobi-Sachen habt, die ihr nicht mehr braucht, schreibt mich gerne an, am besten auf Instagram oder auf dem Discord. Das wäre super, denn ich bin immer so jemand, ich kaufe das, liegt dann etwas rum, dann will ich es vorstellen und dann merke ich, ach ja, Mist, da hat der Verkäufer vielleicht mir nicht die ganze Wahrheit gesagt oder ich habe es nicht richtig gelesen. Wichtig bei diesem Fahrzeug natürlich
2 Minifiguren, die dabei sind. Und ja, ich merke auch schon hier wieder, ihr seht es, bei dieser Minifigur fehlt eigentlich eine graue Hose. Diese Minifigur ist nämlich komplett braun. Gott sei Dank habe ich noch so graue Hosen, das kann man austauschen, das ist nicht das Thema. Aber hier ist auch eigentlich das Set nicht richtig vollständig. Also es fehlt nicht nur die Karte, sondern auch die Hose ist hier falsch, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich sie einfach verbaut. Haha, ja genau, ich habe sie vertauscht, denn eigentlich ist es so. Na, dann wollen wir den Verkäufer nicht mehr ja, schelten, als es eigentlich vielleicht ist, denn hier liegt der Fehler beim Blockstar, haben wir aber noch gleich gemerkt. So, also, da haben wir unseren Lancer der damaligen Zeit mit diesen braunen Splintertarn, mit so einer Art Y-Riemen, mit diesem Gesicht, das immer so aussieht wie Homer Simpson, als wenn er den sauersten Drop der Welt gelutscht hat, aber schön bedruckt. Für die damalige Zeit ein richtig hervorragender Druck, gefällt mir mit diesen Rahmen und dann ja hinten leider nicht bedruckt und dann den Karabiner 98. Dann schauen wir uns unseren Panzersoldaten an, dann ist die Kamera auch gleich wieder scharf. Hier mit einem ja fast schon zarten Gesicht, schmallippig und dann dieser braunen Hose und den schwarzen Panzeroberteil, was uns auch für damalige Verhältnisse sehr detailliert reich bedruckt daherkommt, das Oberteil, und mit dieser braunen Hose uns darauf schließen lässt, dass wir hier eine Uniformausführung haben aus der späten Kriegszeit. Das sind die Minifiguren, die für mich immer wichtig sind. Kurzer Schreckmoment, aber nein, der Blocksy hat es einfach falsch gebaut. Und dann natürlich Highlight, das Fahrzeug, was, obwohl es gebraucht ist, wirklich sehr gut daherkommt. Wir sehen übrigens auf dem ersten Blick das Markante, was uns hier wirklich im Vergleich zur Neuauflage fehlt. Bei der Neuauflage des Nashorns haben wir ja eine Rohrstützung für den Marsch, die viel zu klein ist, die durchhängt. Das Rohr hält auch nicht so richtig im Neutralstand. Das haben wir hier nicht, wenn wir es wegnehmen. Das Rohr hält relativ im Neutralstand. Das schon mal so. Schön ist der Einsatz von vielen Drucken, gerade der markante Druck hier mit dem roten Herz, die Balkenkreuze, dann hier vorne die Luken auf dem Fahrererker, die Luke, die hier vorne angedeutet ist. Und dann halt auch wieder hier das Herz, das Balkenkreuz und von hinten halt auch das Balkenkreuz. Und vielleicht das Highlight in diesem Fahrzeug, diese bedruckte 2x4er Fliese mit den 4 Artilleriegeschossen. Die ist der Hammer. Und hätte ich das gewusst, hätte ich mir damals wahrscheinlich das Fahrzeug viel öfter gekauft, weil diese Fliese ist ja wirklich der Wahnsinn. Sonst von innen, ja, für die damalige Zeit schon relativ aufwendig. Wir haben hier ein bisschen die Verstellung der Kanone. Sie labbert hier so ein bisschen rum, ist klar, weil sie hier unten auch nur wieder mit seinen Zapfen eingesteckt ist. Wir haben hier das Okular, was uns bei der neueren 2025er Hummel etwas detaillierter ausgebaut ist. Wir haben natürlich einen Formteil der Abgasanlage und wir haben diese typischen Achssteine für die Schutzbleche. Und ja, hier sehen wir den schwarzen Kasten. Die Kette läuft sehr, sehr gut. Wir haben hier eine rudimentäre Klappe. Figur könnten wir trotzdem reinstecken. Das machen wir auch mal. Das passt bestimmt ganz gut, denn wir haben da unten Noppen und dann können wir die Figur aufklemmen. Das passt. So, also gut, guckt ein bisschen weit raus, der Herr, aber das geht. Wie gesagt, hier übergroße Formteile für die Rohrstützung, aber dafür funktioniert es auch. Wir haben überall Hinge-Elemente, habe ich euch gezeigt, damit wir die Schrägen hinbekommen. Alles hier mit Wedge-Plates. Wir haben hier vorne Räder angedeutet und eine größere Klappe, viel größere Klappe als hier bei unserer Version aus 2025. Ein schönes Fahrzeug, der massive schwarze Block von unten, der muss gezeigt werden. Rudimentär, aber es war damals ein Highlight in der 2018er Welt von Kobi. Ich bin froh, dass ich es habe. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich halt hier diese Karte nicht habe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einfach nochmal auf dem Gebrauchtmarkt gucken, ob ich das Fahrzeug nochmal kriege. Und hier nochmal ganz kurz zum Vergleich natürlich die modernere Variante, die einen, wenn auch nicht gut gelungenen, aber filigraneren Fahrererker hat. Mir gefällt bis heute nicht diese Lücke. Das mit der Kanone ist ein großer Fail, finde ich hier. Natürlich ist
das ganze Fahrwerk dieses Panzer 3, 4 Hybriden hier besser gelöst. Sieht man auch, hier hat man kaum so einen Unterschied, da sieht man es, also da sieht man hier die 8 Laufräder, hier hat man wirklich diesen Versatz, wie es beim Original ja auch so war, hier noch nicht. Aber hey, das ist Kubi, älteres Kubi. Hier haben wir ganz neues Kubi, mehr Drucke, mehr Formteile, mehr Details. Dafür eine viel kleinere Luke und auch einen natürlich viel detaillierteren Innenraum. Aber all die Schwächen, ich habe es euch gesagt, das ist der Tenor dieses Videos, die nimmt man gerne in Kauf, vielleicht wenn man einfach dieses Fahrzeug hier sieht und merkt, was hieran cool ist, aber natürlich dieses Fahrzeug viel, viel besser macht im Detailgrad, auch vom Maßstab her und so weiter. Geil wäre, und ich habe es gesehen, dass schon der ein oder andere Mocker daran arbeitet, wenn wir eine Rotherz-Variante, also Panzerjäger Abteilung 88, mit diesem Fahrzeug hätten. Und es wäre wirklich cool, wenn Kubi vielleicht nochmal statt einer Limited Edition eine normale Version des Sonder-Kfz 164 auf den Markt bringt und dann mit diesem roten Herzen. Für mich als Sammler ist nun eine kleine Lücke geschlossen, noch nicht ganz, ich habe es euch gesagt, ich wiederhole mich, einfach weil ich traurig bin, die Karte fehlt mir noch, die besorge ich mir noch und dann ist diese Lücke geschlossen, denn ich werde immer mehr auch zum Minifiguren-Sammler, weswegen ja auch für mich diese Limited Editions interessant sind und vor allen Dingen ja auch hier diese Figur einfach ein Highlight ist für mich. Schreibt mir eure Meinung zu diesem Fahrzeug aus der guten alten Zeit gerne in die Kommentare. Es hat seine Schwächen, es sieht gedrungener aus. Von der Farbgebung her würde ich mir aber trotzdem auch diese Variante einfach in so einer 2025er Version wünschen. Aber ich habe es euch gesagt, lasst mich eure Meinung wissen. Und wenn ihr da unten seid in der Kommentarsektion, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr alle Infos nochmal zum Nashorn und natürlich auch wie immer meine Quellen für die Fakten. In diesem Sinne, liebe Freunde, jetzt Detailbilder dieses Fahrzeugs und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen. Kleiner Break in diesem Video für ganz besondere Menschen, nämlich für meine Kanalmitglieder, die mir helfen, diesen Kanal weiter wachsen zu lassen. Vielen lieben Dank für jeden einzelnen von euch. Fühlt euch gedrückt wie Klemmbausteine. Generell aber danke an alle Zuschauer, an alle Kommentatoren, an alle, die über meinem Kanal reden, an alle, die das Thema Klemmbausteine, Historie feiern. Vielen lieben Dank, ihr seid die Geilsten. Wie versprochen noch einige Detailbilder und passend dazu ein paar Fakten zu einer der bekanntesten Panzerschmieden des damaligen Deutschen Reichs, Alket, ausgeschrieben Altmärkische Kettenwerke GmbH, war einer der bedeutendsten deutschen Rüstungsbetriebe des Zweiten Weltkriegs und spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Produktion zahlreicher gepanzerter Fahrzeuge. Das Unternehmen entstand Anfang der 30er Jahre in Berlin-Borsigwalde und spezialisierte sich schnell auf Kettenfahrzeuge und gepanzerte Aufbauten. Besonders bekannt wurde Alket durch die Fertigung des Sturmgeschütz 3, das zu den meistgebauten deutschen Panzerfahrzeugen des Krieges zählt. Die robuste Konstruktion, das vergleichsweise niedrige Profil und die vielseitige Einsatzfähigkeit machten das Sturmgeschütz 3 zu einem entscheidenden Element der Wehrmacht. Und Alket war der Hauptproduzent. Neben dem Sturmgeschütz baute Alket auch Varianten wie die Sturmhaubitze 42, zahlreiche Selbstfahrlafetten und umgebaute Panzerfahrzeuge, darunter die sogenannten Marder-Panzerjäger. Häufig übernahm Alket beschädigte oder veraltete Fahrgestelle anderer Hersteller und machte daraus vollkommen neue Fahrzeuge für die Front. Diese Fähigkeit zur schnellen Umrüstung war einer der Gründe, warum Alket im deutschen Rüstungsprogramm als besonders flexibel galt. Allerdings war die Produktion stark von Luftangriffen betroffen, vor allem der schwere Bombenangriff im November 1943 traf das Werk hart und legte große Teile der Fertigung lahm. Dadurch verschoben sich Aufgaben auf andere Hersteller wie MIAG, trotzdem blieb Alket bis Kriegsende eine wichtige Produktionsstätte. Abseits der eigentlichen Fertigung war Alket auch an der Weiterentwicklung neuer Fahrzeugkonzepte beteiligt, darunter erste Versuche mit ferngesteuerten Minenleger wie dem Borgward 4. Diese Projekte zeigten, wie sehr Alket auf technische Innovation setzte.
mit gemischtem Erfolg. Nach dem Krieg wurden die Anlagen demontiert oder in zivile Werke überführt. Doch der Name Alket bleibt untrennbar mit einigen der prägendsten deutschen Panzerfahrzeuge des Zweiten Weltkriegs verbunden und steht bis heute für Spezialentwicklung, Umrüstung und Serienfertigung in einer Phase extremer militärtechnischer Dynamik. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass ich euch das Herz gerne schenken würde. Freunde, wir haben hier zwei Nashörner auf den Bautisch gehabt. Die 2025er Version und die 2018er Version. Und so ein bisschen kann man dieses Video zum Schluss unterschreiben mit: Wenn man das Neue schätzen möchte, sollte man vielleicht auf das Alte einmal schauen und sehen, was daraus gelernt wurde. Einiges, aber nicht alles. Schreibt mir eure Meinung gerne zum 2018er Nashorn und auch zum 2025er unten gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, einmal schnell gedrückt auf den Daumen ist nur ein Daumen, zweimal drücken auf das Däumchen, dann gibt es einen kleinen Hype und es wird vom Algorithmus besser gekickt. Und 7 Wörter will YouTube jetzt in die Kommentare haben, damit der Algorithmus erst richtig loslegt. Ja, die Freunde von Alphabet lassen sich auch immer neue Sachen einfallen, damit dieses Game hier spannend bleibt. Spannend bleiben auch die nächsten Reviews hoffentlich für euch auf meinem Kanal. Ich würde mich gerne weitermachen mit solchen historischen Sets. Ist zwar immer ein bisschen Geldvernichtung und man kann immer Pech haben. Ich habe es euch gesagt, hier fehlt mir die Karte. Aber hey, ich möchte euch ja am liebsten alles zeigen, was Kobi einmal gemacht hat. Und ihr seht hier hinter mir, eine ganze Menge gibt es dann noch für euch. Wäre natürlich cool, wenn ihr das sehen wollt, und deswegen haut gerne in die Tasten und drückt schnell auf den Daumen. In diesem Sinne, liebe Freunde, Nashörnern am besten aus dem Weg gehen und auch Hornissen, bitte lasst sie in Ruhe, es sind friedliche Tierchen eigentlich. Aber jetzt im Winter haben wir damit eh keine Probleme. In diesem Sinne, auch ein Nashorn oder eine Hornisse oder ein Nashorn sind ja auch nur Autos. Eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.